Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga's Color Art. Wie ihr seht, bin ich schon dabei, die Hintergrundbemalung mit Goldfarbe von Amsterdam Acrylics aufzupinseln. Und da es sich bei der Metallic-Farbe Gold um eine nicht deckende Acrylfarbe handelt, kann man sich überlegen, ob man nicht einen zweiten Farbauftrag macht. Und ich habe teilweise noch einen ganz dünnen, lasierenden dritten Farbauftrag gemacht, weil ich das in dem Augenblick besser fand. Anschließend wird die Hintergrundbemalung erstmal mit dem Föhn gut abgetrocknet, weil ich sonst meinen nächsten Arbeitsschritt mit Abklebeband nicht durchführen kann. Für dieses Bild habe ich heute 3 verschiedene Abklebebänder im Einsatz. Das liegt einfach daran, dass unterschiedliche Hersteller auch Abklebebänder in unterschiedlichen Breiten herstellen. Und ich beginne mit dem breitesten, das ist jetzt hier im Video das Grüne. Und danach folgt dann die zweite Ebene, das ist das gelbe Abklebeband. Und als drittes kommt mein dünnstes Abklebeband, was ich jetzt auf diesem Bild benutzen möchte. Das hat diesen leicht roséfarbenen Touch und das ist ein Washi-Tape. Für alle die sich dafür interessieren, ich blende einmal kurz die Materialien im Video ein, aber eine ausführliche Beschreibung der Materialien findet ihr in der Videobeschreibung. Dazu müsst ihr die Beschreibung einfach mal aufklappen und dort hineingucken. Und ich versuche euch dort auch Dinge anzugeben, die ich hier vor Ort gefunden habe, beispielsweise im Baumarkt oder auch teilweise in Einzelhandelsfachgeschäften. Und dann gucke ich, dass ich für euch eine Verlinkung habe, sodass ihr entweder das gleiche Produkt erwerben könnt oder ein ähnliches. Und die Strukturpaste, die ich nachher verwende, werde ich euch auch verlinken, weil wenn jemand das nachmachen möchte, sollte er schon die originale Strukturpaste bekommen. Das Abklebeband drücke ich also ganz sorgfältig an, bevor ich dann mit den nächsten Arbeitsschritten weitermache. Und was hinterher wichtig ist, ist, sich einfach mal zu merken, in welcher Reihenfolge ich welche Farbe aufgeklebt habe. Dann greife ich zu meiner Strukturpaste, die ist also wunderbar cremig, sie ist leicht anthrazitfarbig und sie lässt sich ganz wunderbar mit meinem Palettmesser oder mit meinem Tortenmesser auf der Leinwand verteilen. Und irgendwie ist es ja jetzt schade, also ich werde die ganze Leinwand vollflächig mit dieser Strukturpaste bestreichen. Das heißt also, von meiner sorgfältig gemalten goldenen Hintergrundbemalung wird nachher im ersten Augenblick nicht mehr viel zu sehen sein. Ich streiche die Strukturpaste sehr sorgfältig auf und ich liebe diesen Arbeitsschritt, denn teilweise bleibt die Strukturpaste, ihr kennt das aus meinen Rakel-Videos, einmal an so Erhebungen hängen und da muss man eben dort sehr sorgfältig arbeiten, aber ich bin sicher, das gelingt euch so gut wie mir auch. Anschließend gehe ich mehrfach mit meinem Tortenmesser nochmal über die Strukturpaste, damit ich eine möglichst gleiche Schichtdicke habe. Und dann kann man auch schon sehen, dass die Goldfarbe der Hintergrundbemalung vollständig verschwunden ist. Aber das wird sich gleich im nächsten Arbeitsschritt ändern. Da werde ich versuchen, die Strukturpaste wieder etwas transluzenter zu machen. Und ich liebe das ganz einfach, wenn auch Dinge sehr geometrisch sind. Deshalb greife ich zu meinem Zahnspachtel und mache dort senkrecht Rillen hinein. Und jetzt könnt ihr damit schon den Effekt sehen, den ich vorhin beschrieben habe. Die Hintergrundbemalung und die Abklebebänder werden auf einmal wieder sichtbar. Weil mir die einzelnen Ansätze der Bahnen, die ich mit dem Zahnspachtel mache, viel zu deutlich sind, gehe ich mit dem Spachtel nochmal genau über diese Stellen und dadurch werden sie für mich nicht mehr so deutlich hervorgehoben. Also jetzt beginnt der spannendste und gleichzeitig der schwierigste Teil bei dieser Art von Bildern.
Ich beginne nämlich, meine Abklebebänder abzuziehen, um wieder die Hintergrundbemalung dort hervorzubringen. Und das geschieht ja, während die Strukturpaste noch feucht ist. Die darf also nicht antrocknen, wenn ich die Abklebebänder noch abnehmen möchte. Die muss also noch feucht sein. Jetzt werdet ihr merken, warum es wichtig ist, dass ich gesagt habe, merkt euch, in welcher Reihenfolge ihr die Abklebebänder dort aufgebracht habt. Denn am sinnvollsten ist es, jetzt mit den obersten Abklebebändern anzufangen und nicht mit dem untersten. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, weil die Bahnen ja auch teilweise quer über das Bild gehen, das ganze Abklebeband auf einmal zu entfernen. Das heißt also, der Arm wird lang und länger und ich greife dann auch irgendwann mit meiner zweiten Hand hinzu und versuche das auch so zu machen, dass ich nicht in die nasse Strukturpaste fasse, also auf dem Klebeband, welches ich gerade abziehe. Denn nichts wäre schlimmer, als sich jetzt die Hände komplett zu verschmieren und damit dann zu versuchen, die Leinwand wieder festzuhalten. Also dieser Part dauert verhältnismäßig lange, aber es ist auch wichtig, dass man das richtig sorgfältig macht. Ich war richtig froh, als auch die letzte Bahn unfallfrei abgezogen werden konnte. Jetzt schauen wir uns mit der Kamera einmal etwas genauer die Strukturpaste an, und zwar noch im feuchten Zustand. Und wenn man gutes Abklebeband verwendet, kann man auch richtig exakte und gerade Kanten erwarten. Und wenn ihr da jetzt mal hinschaut, selbst die kleinen Stücke, die eine Dreiecksspitze oder überhaupt eine Spitze bilden, sind richtig exakt herausgekommen. Und ich liebe sowas. Also wenn es nicht verschmiert ist, sondern wenn diese Kanten ganz gerade geworden sind. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, der Zahnspachtel hat etwas gezittert und die Linien sind nicht ganz exakt. Aber es ist ja auch ein Handwerk oder ein Kunsthandwerk. Und deshalb ist das für mich an dieser Stelle auch völlig in Ordnung, wenn man sieht, dass das mit der freien Hand gemacht worden ist und nicht mit weiteren Hilfsmitteln so exakt gemacht worden ist, als wäre es von einer Maschine. Ich habe dann die Strukturpaste bzw. das komplette Bild einen Tag lang trocknen lassen und man kann auch den Unterschied gut erkennen. Die Strukturpaste, die vorher einen leichten, milchigen, anthrazitfarbenen Anteil hatte, ist jetzt dunkler aufgetrocknet. Sie ist auch hart geworden. Sie fühlt sich super gut an. Und man könnte jetzt auch noch dort mit weiteren Farben drüber gehen. Aber mir gefällt das Bild so gut, wie es ist. Es ist monochrom, es glänzt durch die schwarze Strukturpaste. Es glänzt je nach Lichteinfall von dem goldenen Hintergrund. Und deshalb zeige ich euch das Bild nochmal, wenn es an der Wand hängt, zeige euch auch einzelne Details und zum Abschluss dann auch einmal nochmal das komplette Bild, wie es wirkt. Und ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt.
Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir für deinen Kommentar. Das finde ich immer wirklich sehr gut, dass ihr Kommentare dort hineinschreibt. Wünsche dir noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.